Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder einen spannenden Wert aus dem Cybersecurity-Bereich dabei. Dieser Bereich wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir werden uns von dieser Aktie die Geschäftszahlen anschauen, beziehungsweise das Geschäftsmodell. Und warum ich denke, dass diese Aktie durchaus Potenzial haben wird. Also, ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns loslegen. Bevor wir das Unternehmen genauer unter die Lupe nehmen, bitte abonniert meinen Kanal. Es ist Werbung in meiner eigenen Sache. Ihr würdet mich damit sehr unterstützen. Und gebt mir einen Like. Vielen Dank. Also, lasst uns loslegen. Sehen wir uns zunächst einmal das Geschäftsmodell von Palo Alto Networks an. Palo Alto Networks ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersecurity. Es bietet fortschrittliche Sicherheitslösungen an, um Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen. Das Geschäftsmodell von Palo Alto Networks konzentriert sich auf die Bereitstellung einer umfassenden Sicherheitsplattform, die verschiedene Sicherheitstechnologien integriert, wie zum Beispiel Firewalls, Bedrohungsintelligenzen und Cloud-Sicherheit. Das Unternehmen generiert Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf seiner Produkte und Dienstleistungen, wobei es auch abonnement-basierte Dienstleistungen anbietet, wodurch ein wiederkehrender Cashflow entsteht. Darüber hinaus verwendet Palo Alto Networks natürlich KI in seinen Produkten. Palo Alto Networks hat die künstliche Intelligenz in seinen Sicherheitslösungen direkt integriert. Die KI wird in vielen ihrer Lösungen verwendet und sie planen, die Verwendung von KI weiter auszubauen, um ihre Prozesse weiter zu automatisieren, effizienter zu gestalten und zu verbessern. Die KI hilft dabei, Echtzeitdaten und Informationen für eine zeitnahe Erkennung von Bedrohungen und Reaktionen auf Vorfälle zu nutzen. Dies ermöglicht es den Unternehmen, Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren, bevor sie überhaupt entstehen, wodurch das potenzielle Ausmaß von Cyberangriffen reduziert und minimiert wird. Sehen wir uns die Geschäftszahlen dieses Unternehmens nun genauer an. Nach der Discounted Cashflow Methode berechnet ist das Unternehmen knapp 30% unterbewertet. Was bedeutet, zu einem aktuellen Kurs von 360 würde es in etwa eine faire Bewertung von $500 entsprechen. Das Unternehmen hat aktuell in etwa 115 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung, bei einem Umsatz von nur 600 Millionen Dollar, was uns zu einem unglaublichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 188 führt. Aber auch bei einem Earningswachstum von 42% reduziert sich das KGV im Folgejahr nur auf in etwa 150. Das Unternehmen macht dabei in etwa 7 Milliarden Dollar an Gewinn, was auch zu einem sehr hohen Kursumsatzverhältnis von ca. 16 führt. Betrachtet man das Kursumsatzverhältnis im Folgejahr, reduziert sich dieses auf immerhin 13, was dennoch noch immer sehr hoch bewertet ist. Vergleicht man jedoch den Umsatz mit den Umsätzen aus der Peer Group, sieht man, dass Palo Alto Networks, obwohl so hoch bewertet, nicht wirklich höher als der Durchschnitt ist, der in etwa bei 15 liegt. Anders sieht es beim Kurs-Gewinn-Verhältnis aus. Da ist dieses Unternehmen aktuell zumindest deutlich über der Peer Group. Trotz der guten Positionierung und der Wachstumsprognosen ist dieser Punkt sehr negativ zu bewerten. Das Unternehmen befindet sich mit einem Kursumsatzverhältnis von 16 auch deutlich über dem fairen Kursumsatzverhältnis von 14. Auch dieser Punkt zeigt uns, dass das Unternehmen nicht ganz billig ist. Dennoch bietet das Unternehmen, wie wir später sehen werden, sehr starke Wachstumsaussichten an, was eine Gerechtfertigung dieser Bewertung durchaus mit sich bringt. Betrachten wir im nächsten Schritt die Entwicklung des Umsatzes bzw. des Gewinns. Beim Umsatz erkennen wir schön, dass aus der Vergangenheit dieser quasi parabolisch am Ansteigen ist. Auch der Gewinn beginnt allmählich nachzuziehen. Dieser nahm kurz nach Corona etwas ab, ist aber wieder auf dem Weg nach oben. Auch der operative Cashflow ist permanent am Ansteigen.
Und betrachten wir jetzt nun schnell noch den Ausblick bei diesem Unternehmen, sehen wir, dass der Umsatz quasi linear steigt. Auch der Gewinn ist stark am Ansteigen, genauso wie der Free Cashflow. Sehen wir uns dies noch kurz prozentual an. Man kann erkennen, dass das Unternehmen in den letzten 5 Jahren exorbitant schneller gestiegen ist als die Industrie und auch der Vergleichsmarkt. Leider fehlen aus dem letzten Jahr die Daten, Grund hierfür war der negative Gewinn. Wenn wir uns das Gewinnwachstum fürs kommende Jahr ansehen, sehen wir, dass das Unternehmen mit über 23% wächst, wohingegen der Markt nur mit etwa 15% wächst. Selbst die Vergleichsindustrie wächst nur mit knappen 18%. Auch der Umsatz steigert sich wesentlich stärker als der Konkurrenz. Mit knapp 15% Steigerung liegen sie damit klar über den 8% des Marktes. Ein weiterer Punkt, der für dieses Unternehmen spricht, ist das Return on Equity, das mit fast 50% deutlich über dem des Marktes liegt und auch über der Industrie. Obwohl das Unternehmen nur knapp 600 Millionen an Gewinn einführt, bietet es einen Free Cashflow von knappen 3 Milliarden US-Dollar auf, was durchaus die Liquidität bzw. die zukünftigen Investitionsmöglichkeiten dieses Unternehmens sicherstellt. Betrachtet man jedoch die kurzlaufenden und langlaufenden Verbindlichkeiten vom Palo Alto Network, erkennt man sehr schnell, dass die kurzlaufenden Verbindlichkeiten zumindest nicht ausreichend gedeckt sind. Die langlaufenden Verbindlichkeiten sind mehr als ausreichend gedeckt. Wenn man sich die Entwicklung der Schulden zum Eigenkapital ansieht, sieht man, dass sich das Verhältnis auch verbessert. In den letzten Jahren sank das Eigenkapital stetig ab, ist aber aktuell wieder stark am Ansteigen, während gleichzeitig die Schulden am Abfallen sind. Letztes Jahr war das erste Jahr, wo das Unternehmen wieder eine höhere Eigenkapitalquote als Schulden hatte. Des Weiteren ist negativ zu beobachten, dass aus dem Bereich des Vorstands einige Insiderverkäufe in den letzten Monaten stattgefunden haben, jedoch keine Insiderkäufe. Okay, fassen wir alles noch einmal kurz zusammen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 115 Milliarden US-Dollar und schafft damit einen Umsatz von aktuell ca. 7 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 600 Millionen US-Dollar. Dadurch wirkt das Unternehmen sehr hoch bewertet. Aber aufgrund der starken Wachstumsaussichten ist das nicht unbedingt der Fall, wie wir bereits festgestellt haben. Außerdem hat das Unternehmen ihre Schuldenquote stark reduziert, was außerdem gut für das Unternehmen ist. Außerdem ist dieses Unternehmen sehr stark im Bereich der KI sowie im Bereich der Cybersecurity vertreten. Und dieser Bereich wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Zusätzlich ist das Unternehmen weniger volatil als der Markt im Vergleich, was durchaus ein positiver Effekt ist. Also vielen Dank für alle, die bis hierher das Video geschaut haben. Ich würde mich über ein Like freuen bzw. einen Kommentar. Bitte abonniert meinen Kanal, ihr würdet mir damit sehr helfen. Vielen Dank.